Bad Rappenau ist große Kreisstadt im Landkreis Heilbronn in der Region Heilbronn-Franken in Baden-Württemberg. Hintergrund: Bad Rappenau liegt am östlichen Rand des Kraichgaus. Diese Region, auch badische Toscana genannt, hat ein relativ mildes Klima und war deshalb schon früh besiedelt, wie Hügelgräber und Reste römischer Siedlungen zeigen. Rappenau wurde erstmals 1343 in einer Urkunde erwähnt. Zu jener Zeit war der Ort im Besitz der Herren von Helmstadt. Im Jahr 1592 verkauften sie Rappenau an die Herren von Gemmingen, die in der Folge das Wasserschloss anstelle eines älteren Adelssitzes errichteten. Im Jahr 1806 kam der Ort zum Großherzogtum Baden, die heutigen Ortsteile Bonfeld und Würfeld kamen zum Königreich Württemberg. Nach der Entdeckung eines Salzlagers im Jahr 1822 wurden ein Sohlbad und eine Saline geschaffen, letztere stellte die Produktion 1973 endgültig ein. Seit 1930 erhielt der Ort das Prädikat Bad. In den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg ist Bad Rappenau durch die Kurbetriebe stark gewachsen. Bereits 1950 wurde der Zimmerhof eingemeindet. Nach der Eingemeindung der Ortsteile Babstedt, Bonfeld, Würfeld, Grombach, Heinsheim, Obergimpern, Treschklingen und Wollenberg in den Jahren 1971 bis 1973 bekam Bad Rappenau das Stadtrecht. Seit 2003 darf es sich mit dem Titel Große Kreisstadt schmücken. Die Kernstadt profitierte sichtbar von der Durchführung der baden-württembergischen Landesgartenschau 2008 vor allem im Bereich des Schlossparks, des Kurparks und der ehemaligen Saline. Bad Rappenau eignet sich auch als Ausweichquartier für die attraktivere Nachbarstadt Bad Wimpfen. Nachbargemeinden sind Gundelsheim, Offenau, Bad Wimpfen, Massenbachhausen, Kirchhardt, Siegelsbach, Heilbronn, Sinsheim, Neckarbischofsheim, Bargen, Höfenhardt und Hasmersheim. Mit der Bahn der liegt an der Bahnstrecke Mannheim, Heidelberg, Sinsheim, Bad Friedrichshall, Heilbronn. Es verkehren Regionalzüge. Die Strecke wird hauptsächlich bedient von der Stadtbahn Heilbronn Linie S42. Weitere Haltestellen im Bereich von Bad Rappenau sind in den Stadtteilen und bei Fahrten Richtung Heidelberg muss man von der Linie S42 in Grombach oder Sinsheim umsteigen auf die Linie S5 des VRN, oder man sucht einen Regionalzug der DB, bei dem das Umsteigen entfällt. Ungefähre Fahrzeiten: die Krebsbachtalbahn Neckarbischofsheim und Höfenhardt mit Haltestelle im Stadtteil Obergimpern verkehrt nur noch in den Sommermonaten als Museumsbahn. Von Stuttgart Flughafen etwa 2 Stunden. Von Stuttgart Hauptbahnhof über Heilbronn ca. 1,5 Stunden. Von Heilbronn etwa eine halbe Stunde. Von Heidelberg etwa 1 Stunde. Von Mannheim ca. 1 bis 1,5 Stunden. Vom Flughafen Frankfurt am Main Fernbahnhof ca. 2 Stunden. Mit dem Bus der Bad Rappenau liegt auf der Rückseite des Bahnhofs. In der Unterführung sind Fahrstühle vorhanden. Der öffentliche Personennahverkehr wird bedient vom Heilbronner Nahverkehr. Die Linie 681 fährt von Siegelsbach über Bad Rappenau und Bad Wimpfen nach Neckarsulm und Heilbronn, Fahrtdauer rund 20 Minuten. Der Verkehrsverbund Rhein-Neckar fährt mit der Linie 760 von Sinsheim über Weibstadt, Bargen, Wollenberg und Höfenhardt nach Bad Rappenau, dauert ca. 20 Minuten. Mit dem Flugzeug die nächsten gut erreichbaren Passagierflughäfen sind der und auf der Straße Autobahn. Die Bundesstraße berührt den Ortsteil Würfeld. Die Bundesstraße führt in ca. 10 Kilometern Entfernung bei Gundelsheim am rechten Neckarufer vorbei. Die Burgenstraße und die Deutsche Fachwerkstraße führen durch den Ort. Radwanderrouten: der Neckartalweg führt durch den Stadtteil Heinsheim. Der Salz- und Sohle-Radweg geht ins ca. 10 Kilometer entfernten Bad Friedrichshall-Jagstfeld und trifft dort auf den Kocher-Jagstradweg. Weitere erreichbare Bahnhöfe: Bad Friedrichshall, 18 Kilometer mit Steigungen, Heilbronn, 15 Kilometer mit Steigungen. Mobilität: innerhalb der Stadt gibt es gute Wanderwege, auch als Kurwege ausgeschildert. Zwischen den Stadtteilen gibt es ausreichende Radwege. Verbindung zu den Stadtteilen und den Orten der Umgebung: Heilbronner Nahverkehr. Die Linie 684 fährt von Bad Rappenau über die Stadtteile Zimmerhof und Heinsheim nach Bad Wimpfen. Die Linie 685 fährt von Bad Rappenau über Kirchhardt, Bonfeld, Würfeld, Heilbronn-Biberach nach Bad Wimpfen Taxi. Allgemein. Erbaut um 1887.
erbaut 1999 bis 2001. Von 1601. Im Schloss veranstaltet der Kunstverein regelmäßig Ausstellungen, geöffnet Sonntag 14 bis 18 Uhr, Telefonnummer 0175 4406 meist freier Eintritt. Im Sommer ist im Schlosshof ein Biergarten, geöffnet ab 15 Uhr. Kernpunkt des Schlossparks ist ein Arboretum. Sohle-Förderanlagen im Salinengarten. Das historische Bohrhaus-Magazin zeigt die Geschichte der Saline auf Bildern, geöffnet März-Oktober Samstag 16 bis 18 Uhr, meist freier Eintritt. Im Salinengarten befinden sich auch Reste der alten Salinengebäude sowie es wurde anlässlich der Landesgartenschau 2008 neu errichtet. Villa Rustica, Rest eines römischen Gutshofs im Fünfmühlental. Kurpark mit Hotel Schloss Heinsheim. Die nahegelegene Burg Ehrenberg ist ein Privatbesitz und nur außen zu besichtigen. Der Judenfriedhof zwischen Bad Rappenau und Heinsheim mit zahlreichen gut erhaltenen Grabsteinen. Männer sollten auf dem Friedhof eine Kopfbedeckung tragen. Hotel Schloss Heinsheim. Die nahegelegene Burg Ehrenberg ist ein Privatbesitz und nur außen zu besichtigen. Der Judenfriedhof zwischen Bad Rappenau und Heinsheim mit zahlreichen gut erhaltenen Grabsteinen. Männer sollten auf dem Friedhof eine Kopfbedeckung tragen. Wandern und Radfahren. Es gibt zahlreiche gut ausgebaute Kurwege als Wanderwege. Beliebt sind auch Wanderungen ins nahe Fünfmühlental und zur Burg Guttenberg. 3 ausgeschilderte Nordic-Walking-Strecken unterschiedlicher Länge starten am Kurpark. Die Radwege als Verbindung von Ort zu Ort sind großteils abseits der Landstraßen. Überörtlich von Bedeutung ist dabei der Salz- und Sohle-Radweg. Schwimmen. In den Sommermonaten, Mitte Mai Mitte September, ist das Wellenfreibad von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Schwimmerbecken, Wellenbecken und Kinderbecken. Zugang, Salinenstraße, neben Rhapsody. Tageskarte 3 Euro, Stand 2011. Und sind im gleichen Baukomplex untergebracht. Sohle-Hallenbad, geöffnet Montag bis Samstag 8 bis 21 Uhr, Sonntag 8 bis 20 Uhr. Eintritt für 3 Stunden 8,50 Euro, Tageskarte 10 Euro, Ermäßigungen siehe Homepage. Saunalandschaft, geöffnet Mode 9 bis 23 Uhr, Freitag, Samstag 9 bis 24 Uhr, Sonntag 9 bis 20 Uhr. Eintritt, Frühstarter, 9 bis 14 Uhr, 14 Euro, sonst für 4 Stunden 16 Euro, Tageskarten 19 Euro, including Hallenbad. Samstag, Sonntag, 4 Stunden 17 Euro, Tageskarte 21 Euro, Frühstarter 15 Euro. Parkgebühren werden gutgeschrieben. Salzgrotte mit Salz aus dem Toten Meer, Einlass jede volle Stunde, Preis 45 Minuten 8 Euro. Wellnessbereich mit Massagen, Gastronomiebereich. Wellnessbereich mit Massagen, Gastronomiebereich. Sonstige Aktivitäten. Auch 2 Reiterhöfe bieten die Möglichkeit, Pferde zu leihen. Kraft- und Fitnesstraining ist in entsprechenden Centern und im Therapiezentrum möglich. Eine Tennisanlage steht hinter dem Salinengarten bei der Sohlebohrung zur Verfügung. Inlineskating beim Waldstadion und auf einem 4,5 Kilometer Rundkurs für Freunde des Motorsports gibt es in der Raiffeisenstraße eine Kartbahn. Für Freunde des Motorsports gibt es in der Raiffeisenstraße eine Kartbahn. Veranstaltungen. Kirchweihfest, in Bad Rappenau jedes Jahr am 3. Wochenende im Oktober, mit verkaufsoffenem Sonntag. Die Kerwe-Feste in den Stadtteilen haben eigene Termine, ZB-Obergimpern am 3. Sonntag im September. Stadtfest, jährlich am 3. Wochenende im Juni. Neckar 2000, flussgelaunt von Ort zu Ort, jährlich am 1. August-Wochenende, Sommerspektakel an mehreren Orten entlang des Neckars. Bad Wimpfen, Bad Friedrichshall, Gundelsheim. Das Kurhaus bietet regelmäßig Tanzveranstaltungen an, dort gastiert auch gelegentlich die Badische Landesbühne, ebenso finden hier sporadisch Kleinkunstveranstaltungen statt, aber auch im Hof des Wasserschlosses. Lichterfest, am 3. Wochenende im August, eine seit Jahren regelmäßig gut besuchte Veranstaltung im Kurpark mit Abschlussfeuerwerk. Garten und Genuss, 19.09. 20. September 2015 Gartenmesse im Salinengarten. Bad Rappenauer Oktoberfest, Mitte Oktober am Festplatz. Einkaufen. In Bad Rappenau findet man eigentlich alle Güter des täglichen Bedarfs.
Die meisten Einzelhandelsgeschäfte sind im Bereich der Fußgängerzone um das Rathaus und den Kirchplatz oder in unmittelbarer Nähe. Samstags und mittwochs ist am Vormittag auf dem Kirchplatz ein Markt, auf dem überwiegend regionale Anbieter ihre Waren vertreiben. Saisonal können dort auch täglich frischer Spargel oder Erdbeeren verkauft werden. Das Angebot an Supermärkten und Verbrauchermärkten hat sich auf den Bereich Raiffeisenstraße konzentriert und ist mit Aldi, Kaufland, Lidl, Netto und Rewe für eine Kleinstadt großzügig dimensioniert. In den Stadtteilen ist das Warenangebot dagegen eher mager. Küche, Gaststätten und Cafés hier auch bei Hotels. Löwen, Stadtteil Wollenberg, Deinhardtstraße 8 Krone Bonfeld, Rappenauer Straße 9, denkmalgeschütztes Gebäude China Restaurant Palast, Babstadter Straße 3 Michels Bistro, am Bahnhof, Siegelsbach Gasthaus zur Eisenbahn, Siegelsbach. Nachtleben. Es gibt kleinere Gaststätten und Bistros, die einen Hauch Nachtleben vermitteln, ansonsten ist es eher ruhig und dem Kurbetrieb angemessen. Diskotheken findet man eher in Heilbronn, ca. 20 Kilometer, oder in Sinsheim. Kurtaxe. Bad Rappenau erhebt als Kurort eine Kurtaxe. Diese wird fällig für Gäste mit mehr als 2 Übernachtungen. Sie beträgt zurzeit 2,15 € bis 2,50 € pro Tag je nach Jahreszeit. Für eine Begleitperson sind es 2 € bis 2,25 €. Kinder sind frei, Schwerbehinderte erhalten 70% Ermäßigung. Mit einer Kurkarte erhält man einige Vergünstigungen, so zum Beispiel einen einmaligen kostenfreien Eintritt ins Hallenbad. Häuser mit der Badekrone bieten Zimmer an, bei denen der Eintritt in das Sohle-Hallenbad und das Sohle-Freibad bei bezahlter Kurtaxe mit eingeschlossen ist. Sonstige Häuser. Gästehäuser, Appartements und Privatzimmer, meist Häuser mit Badekrone, finden Sie online. Ein Stellplatz für bis zu 24 Wohnmobile befindet sich in der Weinbrennerstraße. Anmeldung bei der Touristinfo in der Rhapsodie, geöffnet Montag bis Samstag 8 bis 21 Uhr, Sonntag 8 bis 20 Uhr. Gesundheit. Bad Rappenau erfüllt alle Anforderungen für Kurorte bezüglich Luftqualität und Klima. Durch die zusätzliche Verwendung der Sohle als Heilmittel können die klassischen Therapien erweitert werden, zum Beispiel durch Inhalationen. Die Kur- und Reha-Kliniken liegen in der Salinenstraße und im Bereich des Kurparks. Rheumatische Erkrankungen und solche der Atemwege werden ebenso therapiert wie Hautkrankheiten. Reha-Maßnahmen nach Krebs oder Unfällen gehören ebenso zu den Therapien wie Stimme- und Sprachstörungen. Dabei spielen auch alternative Verfahren wie Ayurveda, Akupunktur und Reiki eine nicht unbedeutende Rolle. Links zu den entsprechenden Kliniken. Das Bad Rappenauer Sohle- und Saunaparadies legt den Schwerpunkt auch auf den Wellness- und Beauty-Bereich. Hallenbad, Massagen und Gastronomie runden die Saunaangebote ab. Das Bad Rappenauer Sohle- und Saunaparadies legt den Schwerpunkt auch auf den Wellness- und Beauty-Bereich. Hallenbad, Massagen und Gastronomie runden die Saunaangebote ab. Das Bad Rappenauer Sohle- und Saunaparadies legt den Schwerpunkt auch auf den Wellness- und Beauty-Bereich. Hallenbad, Massagen und Gastronomie runden die Saunaangebote ab. Das Bad Rappenauer Sohle- und Saunaparadies legt den Schwerpunkt auch auf den Wellness- und Beauty-Bereich. Hallenbad, Massagen und Gastronomie runden die Saunaangebote ab. Das Bad Rappenauer Sohle- und Saunaparadies legt den Schwerpunkt auch auf den Wellness- und Beauty-Bereich. Hallenbad, Massagen und Gastronomie runden die Saunaangebote ab. Das Bad Rappenauer Sohle- und Saunaparadies legt den Schwerpunkt auch auf den Wellness- und Beauty-Bereich. Hallenbad, Massagen und Gastronomie runden die Saunaangebote ab. Das Bad Rappenauer Sohle- und Saunaparadies legt den Schwerpunkt auch auf den Wellness- und Beauty-Bereich. Hallenbad, Massagen und Gastronomie runden die Saunaangebote ab. Das Bad Rappenauer Sohle- und Saunaparadies legt den Schwerpunkt auch auf den Wellness- und Beauty-Bereich. Hallenbad, Massagen und Gastronomie runden die Saunaangebote ab. Das Bad Rappenauer Sohle- und Saunaparadies legt den Schwerpunkt auch auf den Wellness- und Beauty-Bereich. Hallenbad, Massagen und Gastronomie runden die Saunaangebote ab. Praktische Hinweise. Allgemeine Informationen auch im Bürgerbüro im Rathaus, Rundbau. Freies öffentliches WLAN am Marktplatz, beim Rathaus und im Kaufland. Postagentur in der Riemenstraße, gegenüber Aldi.
Geldautomaten befinden sich in den Räumen der Volksbank und der Sparkasse, in der Postagentur, am Eingang zum Raiffeisenmarkt sowie im Kaufland. Öffentliche Toilette gegenüber Bahnhof, Unterführung barrierefrei. Rathaus, Kurhaus und einige Gastwirtschaften halten ihre Toiletten allgemein zugänglich, Beschilderung am Eingang. Öffentliche Toilette gegenüber Bahnhof, Unterführung barrierefrei. Rathaus, Kurhaus und einige Gastwirtschaften halten ihre Toiletten allgemein zugänglich, Beschilderung am Eingang. Vorwahl ins Festnetz ist in Bad Rappenau 07264. Einige Ortsteile haben davon abweichende Vorwahlen, Postleitzahl 74906. 07268 Babstettet, Obergimpern, Treschklingen. 07066 Bonfeld, Verfeld. 07266 Grombach. 06268 Wollenberg. Ausflüge: Wanderung zur Deutschen Greifenwarte auf der Burg Gothenberg, Wanderung zur Stauferpfalz nach Bad Wimpfen, Besuch der Burg Hornberg des Ritters Götz von Berlichingen, Besichtigung des Salzbergwerks Koch in Dorf an Wochenenden 1. Mai-3. Oktober 9:30 Uhr bis 16 Uhr in Bad Friedrichshall nach Gundelsheim am Neckar, Besuch des Autotechnikmuseums mit IMAX-3 der Filziter in Sinsheim. Kletterarena des Deutschen Alpenvereins im alten Kraftwerk der NBW in Heilbronn, Tierpark Kleintal Zoo in Schweiger nach Neckarbischofsheim zur Feldbahn. Weitere Ziele: Siegelsbach ist ein Nachbarort mit 1700 Einwohnern in nördlicher Richtung. Sehenswert sind einige gut erhaltene bzw. restaurierte Fachwerkhäuser im alten Ortskern, die Kirchen beider Konfessionen sowie das um 1700 errichtete Schloss, heute von der evangelischen Kirchengemeinde genutzt. Kirchhardt liegt südwestlich von Bad Rappenau und hat in den Ortsteilen Kirchhardt, Bockschaft und Bärwangen insgesamt 500 Einwohner. Sehenswert: einige alte Fachwerkhäuser. Eine Besonderheit ist das Vorhandensein einer syrisch-orthodoxen Kirche.